Verben mit Präpositionen. Was sind Verben? Verben sind Tunwörter. Sie drücken Handlungen, Vorgänge und Zustände aus. Alle Verben werden klein geschrieben, außer wenn sie am Satzanfang vorkommen. Und Verben werden konjugiert. Ich gehe, du gehst, wir gingen, sie sind gegangen und so weiter. Und was sind Präpositionen nochmal? Eine Präposition ist auch eine bestimmte Wortkategorie oder Wortart wie Verben. Auch wie bei Verben werden Präpositionen normalerweise klein geschrieben. Präpositionen werden aber weder konjugiert noch dekliniert. Sie sind auch keine Tunwörter, sondern Verhältniswörter. Je nach Präposition bekommt das Nomen oder Pronomen einen bestimmten Kasus. Während des Tages, nach dem Tag, für den Tag. Es gibt aber auch Wechselpräpositionen, die je nach Bedeutung entweder Akkusativ oder Dativ zuweisen. Er ist hinter das Haus gegangen. Ich glaube, er ist noch hinter dem Haus. Verben mit Präpositionen. Viele Verben können nur mit bestimmten Präpositionen benutzt werden. Wenn mehr als eine Präposition erlaubt ist, kann es sein, dass die Bedeutung dann anders ist. Ich bin für die Idee oder ich bin gegen die Idee. Manchmal ist der Kasus das Entscheidende. Zum Beispiel, ich schreibe an meiner Masterarbeit und ich schreibe an meine Oma. Diese Regeln muss man theoretisch auswendig lernen. Aber vielleicht fühlt es sich sogar unmöglich an. Deswegen hilft es, wenn man sie immer wieder nachschauen kann. Deswegen habe ich ein E-Book erstellt mit ganz vielen Verben und Präpositionen, sodass du sie leicht finden kannst. Den Link, um das Buch zu kaufen, findest du unten. Und jetzt werden wir eine Seite des Buchs zusammen anschauen. Das ist die 12. Seite des Buchs. Wir werden also die Präposition in anschauen. In ist eine Wechselpräposition. Ich bin in das Haus gegangen. Ich war davor draußen und jetzt bin ich drin. Ich habe mich bewegt und eine Veränderung hat stattgefunden. Ich bin im Haus. Das bedeutet, dass ich weder raus noch reingehe und dass keine Veränderung im Satz stattfindet. Auch mit Verben kann diese Präposition mit dem Akkusativ und mit dem Dativ vorkommen. Ich würde aber nicht versuchen, ausschließlich auswendig zu lernen, welche Verben mit in vorkommen und welche davon mit Akkusativ und welche davon mit Dativ. Ich empfehle, immer mit Beispielen zu lernen. Ich habe dir schon welche im Buch gegeben, sowie die Übersetzungen davon. Beispiele sind aber leichter zu lernen, wenn die für dich relevant oder sogar lustig sind. Lass uns neue Beispiele überlegen, sodass du sehen kannst, wie ich das machen würde. Einführen. Wenn du nachher über dieses Video nachdenkst, kannst du an diesen Satz denken. Das Video hat in das Thema Verben mit Präpositionen eingeführt, in dem viele Beispiele gezeigt wurden. Und jetzt zum nächsten Beispiel. Sich einmischen. Wir stellen uns vor, du hast eine jüngere Schwester, die immer wissen wollte, was du so machst. Dann wäre sowas ein guter Satz für dich. Meine jüngere Schwester hat sich immer in mein Leben eingemischt. Einwilligen. Dieses Verb ist ziemlich formell, aber wir können uns bestimmt trotzdem etwas Gutes überlegen.
Ach, wenn du hier bist, weiß ich, dass du bestimmt viel im Internet unterwegs bist. An vielen Webseiten muss man in die Datenverarbeitung einwilligen oder eben nicht, bevor man die Webseite benutzen kann. Geraten. Man kann in viele Sachen geraten. Panik, Angst, Schwierigkeiten, Insolvenz, Bewegung, Aufregung. Man merkt, diese Wörter sind fast immer negativ, aber vielleicht kann ich mir trotzdem etwas Lustiges überlegen. Als Kind habe ich immer fest an den Weihnachtsmann geglaubt. Als meine Mutter mir gesagt hatte, dass er gar nicht echt wäre, bin ich in eine Krise geraten. Sich verlieben. Für dieses Verb würde ich vielleicht an ein Paar aus deinem Lieblingsroman oder Lieblingsfilm denken. Romeo hat sich schnell in Julia verliebt. So ist es aber unklar, ob Julia im Akkusativ oder im Dativ steht. Deswegen müssen wir etwas ändern, sodass dieses Beispiel uns wirklich helfen kann. Vielleicht könnten wir sagen, Romeo hat sich schnell in sie verliebt. Genau, so kann man besser erkennen, dass das Wort im Akkusativ steht. Sich vertiefen. Für die Bücherwürmer, die dieses Video anschauen, habe ich einen guten Satz. Obwohl ich schon 10 neue Bücher gekauft habe, vertiefe ich mich trotzdem wieder in mein Lieblingsbuch. Bestehen. Viele von euch kennen dieses Verb bestimmt. Es kann mit den Präpositionen in, aus und auf vorkommen. Wir können aber auch Sätze bauen ohne Präposition. Zum Beispiel, er besteht seine Prüfung. Wenn jemand auf etwas besteht, bedeutet das, dass es der Person wichtig ist. Zum Beispiel, die Unternehmerin besteht auf Ehrlichkeit in allen Aspekten ihres Geschäfts. Wenn eine Sache aus etwas besteht, heißt das, dass diese Sache diese Komponenten oder Stoffe enthält. Zum Beispiel, seine Ohrringe sind aus purem Gold. Wenn eine Tätigkeit, ein Gedanke oder ein Konzept in etwas besteht, beschreibt das dann den Inhalt oder den Charakter. In manchen Zusammenhängen könnten in und aus austauschbar sein. Ich habe mir ein Beispiel überlegt für Leute, die gerne Ballsportarten spielen. Der wichtigste Unterschied zwischen den Sportarten besteht in der Größe des Balls. Jetzt haben wir alle Verben auf dieser Seite geübt. Es ist wichtig, nicht nur Bücher zu kaufen, sondern auch wirklich mit ihnen zu lernen und zu üben. Im Buch gibt es über 20 weitere Seiten. Du kannst das Buch heute mit Karte oder via PayPal kaufen. Damit unterstützt du mich und meinen Kanal. Die Links findest du unten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!